Hallo und herzlich willkommen zum Kochunterricht mit Herrn Ferguson. Hello and welcome to Cooking Lessons with Mr. Ferguson. Der erste Kochunterricht, the first cooking lesson, ist Kässpätzle, a gnocchi-like special from Austria, eine österreichische Spezialität. Before we begin, bitte vergesst nicht subscribe zu klicken. Please don't forget to click subscribe and give this video a like. Also, los geht's. Da ich so sehr die deutschsprachigen Länder vermisse, habe ich mich heute entschieden, ein bisschen Kässpätzle zu kochen. Ich habe online einen neuen Spätzlehobel gekauft und ich habe auch hier die Zutaten, die ich brauchen werde. Wir haben eine Zwiebel, 3 Eier, ungefähr 60 Milliliter Milch, 250 Gramm Mehl, ein kleines bisschen Salz und Pfeffer. Es gibt auch ungefähr 150 Gramm geriebenen Käse. Ich habe heute Mozzarella gekauft. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich Restkäse oder Emmentaler kaufen könnte, aber das ist relativ schwierig hier in England. Also ja, jetzt können wir den Teig für die Spätzle vorbereiten. Also zuerst muss ich die 3 Eier aufschlagen und dann mit dem Mehl und der Milch vermischen. Und das seht ihr jetzt. So, ich habe jetzt die 3 Eier in die Schüssel aufgeschlagen und bald werde ich die Milch eingießen und dann alles mit einem Quirl vermischen. So, das habe ich hier. Und die Milch gieße ich so ein. So. Und dann brauchen wir 250 Gramm Mehl. Also ja, 250 Gramm Mehl kommt zunächst. So, ja. Bisschen mehr. 250 Gramm. Ah ja, oh super, 250 Gramm, perfekt, gut. Und jetzt kann ich den Teig vermischen. Also der Teig war ein bisschen zu fest und deshalb habe ich ein bisschen Wasser hinzugefügt. Also der Teig sollte ein bisschen zähflüssig sein, also das sieht ziemlich gut aus. Ja, ich glaube, das passt. Jetzt brauchen wir das Salz und ein kleines bisschen Pfeffer. Das ist ja ein bisschen schwierig mit einer Hand, aber ein bisschen Pfeffer haben wir hier. Okay, so alles wurde schon vermischt und jetzt muss ich den Teig ungefähr 10 Minuten ruhen lassen. In der Zwischenzeit kann ich die Zwiebel vorbereiten. So, ich muss die Zwiebel in Ringe schneiden und dann muss ich ein bisschen Butter in eine Pfanne zerlassen. Und jetzt werde ich die Zwiebel in der Butter kochen und danach kochen wir die Spätzle. Und ich muss jetzt ein bisschen Wasser in eine Pfanne kochen lassen und ein bisschen Salz hinzufügen. Ja, so, das Wasser kocht jetzt und die Zwiebel ist fast fertig. Ja, der Spätzlehobel sitzt drauf und der Spätzleteig geht hier rein und dann machen wir das so. Wir machen das so und der Teig geht durch und kocht im Wasser und danach können wir das mit einem Lochsieb rausnehmen. So, die Spätzle sehen jetzt gut aus. Sie gehen durch den Spätzlehobel. Und ja, wenn die Spätzle schon fertig sind, dann ja, gehen sie dann in eine neue Schüssel. So, eine neue Schüssel habe ich hier. Und ja, ich
ich nehme die Spätzle raus und ja, und sofort danach muss ich den Käse einmischen. So, der Käse kommt zunächst und ich muss alles einmischen. Ja, das sieht gut aus. Und dann muss ich die Spätzle einfach servieren in einer Schüssel und dann mit der Zwiebel servieren. So, ja, die Zwiebel bringe ich jetzt und ja, das wird mit der Zwiebel serviert und ja, sieht gut aus. Und wenn man kein Vegetarier ist, kann man auch Speck dazu kochen und darauf servieren. Also ja, Speck ist schon so fast fertig und also dann haben wir hier 2 Portionen. Wir haben Zwiebel drauf und es gibt jetzt ein bisschen Speck und wir werden das eigentlich mit Spinat essen. Ich weiß nicht, ob es ganz authentisch ist, aber es schmeckt lecker und wir denken, wir brauchen ein bisschen Gemüse. Also ja, ich glaube, die Kässpätzle sind fertig. Also ja, guten Appetit. Oder wie in Österreich, Mahlzeit.